Vielleicht kennt ihr das Gefühl aus der Kindheit noch, dass man darüber nachdenkt, wie das Leben wird, wenn man endlich erwachsen ist. Und man hat so viele Vorstellungen, Träume und Wünsche. Und ich kann jetzt sagen, dass ich für mein inneres Kind und für mein jetziges Ich mein Traumleben lebe und es immer weiter ausbaue. Ich hatte 2018 ein spontanes spirituelles Erwachen und bin dabei wirklich in die tiefsten Täler mit Existenzkrise, Identitätskrise und depressiven Verstimmung gegangen. Aber auch bis in die höchsten Höhen mit der größten Lebensfreude, die ich jemals erlebt habe, so einer großen Zufriedenheit und eben den schönsten Weg zur Selbstverwirklichung. Die ganze Reise des spirituellen Erwachens lief bei mir wirklich über mehrere Jahre und es ist das Verrückteste, was ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Also einmal hatte ich das Gefühl, auf Drogen zu sein, obwohl ich nichts genommen hatte. Und ich hatte auf meiner Reise immer wieder Begegnungen mit Tieren, die ich als Zeichen gesehen habe, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und es hat sich irgendwie wie eine Kommunikation angefühlt. Jetzt, einige Jahre nach dem Beginn meines spontanen spirituellen Erwachens, sehe ich wirklich, wie sich mein Traumleben Stück für Stück entfaltet. Aber wir beginnen erstmal da, wo alles angefangen hat. Meine Ausgangssituation war so, dass ich das erste Mal alleine gewohnt habe und mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe. Also sowas wie ein produktives Mindset für ein erfolgreiches Leben oder was bedeutet es wirklich glücklich zu sein, also auch in die Richtung Philosophie. Und mein Leben war wirklich super. Also ich war so zufrieden, alleine zu wohnen, diese Freiheit für mich zu haben. Und ich habe zu der Zeit studiert und hatte auch viel Freizeit. Ich musste nicht arbeiten. Und dann kam dieser eine Tag, ab dem alles anders wurde. An dem Tag wurde sozusagen das spontane spirituelle Erwachen eingeleitet. Der Tag hat erstmal ganz normal begonnen. Also ich war in der Uni und habe einfach meine Aufgaben bearbeitet. Und dann auf einmal habe ich gemerkt, dass meine Sinne sich irgendwie verändert haben. Ich habe auf einmal alle Geräusche irgendwie viel lauter gehört und konnte das gar nicht mehr aushalten, wie die Menschen um mich herum geredet haben oder die Geräusche auf der Tastatur. Das war mir auf einmal viel zu laut und ich konnte es nicht mehr aushalten. Ich bin dann nach Hause gefahren und ich war mit dem Fahrrad unterwegs und der Straßenverkehr hat sich auch ganz anders angefühlt als normalerweise. Also einerseits mein Sehen war auch irgendwie verzerrt und die Zeit hat sich auch anders angefühlt. Also für alle, die sich mit achtsamen Lebensweisen auseinandersetzen, die kennen vielleicht das Gefühl, dass man selbst ein bisschen das steuern kann und dann eben ein unterschiedliches Zeitgefühl spürt, zum Beispiel wenn man im Flow arbeitet. Aber an diesem Tag konnte ich es wirklich an nichts festmachen, woher auf einmal dieser Wandel in meiner Sinneswahrnehmung herkam. Ich bin dann an dem Tag einfach ein bisschen in den Park gegangen. Ich wollte einfach nur raus in die Natur, weil ich keine anderen Reize aushalten konnte. Und nach diesem Tag war das Gefühl dann auch weg. Also das war nur für diese kurze Zeit, aber das war so eindrücklich für mich, dass ich wusste, irgendwas ist hier los. Also am nächsten Tag waren dann meine Sinne wieder vollkommen in Ordnung, aber langsam Stück für Stück hat sich dann eine spirituelle Krise eingeschlichen, von der ich auch vorher gar nicht wusste, was das überhaupt ist. Auf einmal waren die Aufgaben, wo ich selbst eine kreative Entscheidung treffen sollte, so überfordernd für mich, dass ich gar nicht mehr klar kam. Ich hatte in der Uni eine Präsentation, wo ich mir das Thema selbst aussuchen konnte und ich wusste wirklich nicht, was ich nehmen soll, weil ich so unsicher in mir selbst war. Also einerseits waren dann diese Situationen, wo ich wirklich etwas leisten musste, sehr überfordernd für mich. Und zu Hause, wo ich alleine war, habe ich mir auch immer mehr Fragen gestellt, warum ich hier bin, was meine Beziehungen für mich bedeuten, was für eine Bedeutung ich in den Beziehungen mit anderen Menschen habe und so weiter. Das Ganze ging dann wirklich sehr ins Extreme. Also ich habe mich dann auch gefragt, ob ich überhaupt noch eine Bedeutung in diesem Leben habe. Es war nicht so wirklich depressiv, sondern es war eher wirklich die Suche nach Antworten. Für alle, die noch nie eine Identitätskrise oder eine Existenzkrise hatten, hört sich das wahrscheinlich extrem verrückt an. Aber für mich war es an diesem Step einfach wichtig und richtig, genau diese Fragen zu stellen, auch wenn ich nicht die perfekte Antwort gefunden habe. Aber das hat einfach dazu gehört, dass ich einmal wie so einen Reset-Button habe, damit ich für mich selbst irgendwie Ansätze finde, diese Fragen zu beantworten. Das ging dann wirklich ein paar Wochen so, dass das akut war vom Gefühl. Und da war ich auch ziemlich fertig, das war super anstrengend für mich. Und ich war irgendwie auch traurig von dieser fehlenden Sinnhaftigkeit im Leben. Und ich habe dann für das, was ich da gefühlt und gedacht habe, irgendwann die Erklärung gefunden, dass das eine spirituelle Krise ist. Vor der ganzen Erfahrung stand ich dem Thema Spiritualität eher kritisch gegenüber. Ich hatte selbst schon, wie ich aufgewachsen bin, einige Kontaktpunkte damit. Manches hat mir auch gut gefallen, aber
das ganze Thema an sich, ich dachte nie, dass das für mich so eine große Bedeutung haben wird. Aber da das die einzige Erklärung war für meine Erfahrung, die ich da durchgemacht habe, habe ich gesagt, dieses Thema wird irgendwie einen Platz in meinem Leben haben. Es ist irgendwie größer als ich verstehe es nicht. Aber dadurch, dass es mir die einzige Erklärung ist und genau das beschreibt, was ich gerade erfahre, möchte ich mich irgendwie auf den Weg machen, das zu erkunden. Dann habe ich das große Thema Spiritualität für mich erstmal so angenommen und habe immer mehr in die Richtung recherchiert, habe geguckt, was fühlt sich wirklich für mich richtig an und was ist für mich auch aus diesem Thema einfach Quatsch. Und dann bin ich auf das große Thema spirituelles Erwachen gekommen. Das war für mich nochmal eine Erklärung, inwiefern das wirklich ein ganzer Prozess ist, in dem ich mich gerade befinde, der in unterschiedliche Phasen eingeteilt wird, wo es wirklich Zeichen gibt, an denen man erkennt, man befindet sich gerade darin und wo es Antworten gibt, dass diese Erfahrungen an dem Punkt gerade Sinn ergeben und es in Zukunft wieder leichter wird. Also es hat einmal dieser gesamten Krise, die ich da erlebt habe, eine Bedeutung gegeben. Eine Phase vom spirituellen Erwachen ist die Dark Night of the Soul. Die Phase kann über mehrere Jahre andauern und es liegt wirklich eine große Dunkelheit über den eigenen Emotionen und der Stimmung und nichts macht mehr so wirklich Sinn, nichts macht mehr Spaß und man fühlt sich eigentlich in einem großen Loch. Das Ganze fühlt sich ein bisschen so an wie Depression. In dem Thema Spiritualität wird öfter auch über Krankheiten gesprochen, was sehr gefährlich sein kann, wenn diese verharmlost werden oder sich ausnahmslos auf die Selbstheilungskräfte verlassen wird. Ich spreche hier in diesem Umfang über Depressionen, weil ich es in der Vergangenheit selbst diagnostiziert bekommen habe und den Unterschied ebenso mit kenne. Bitte passt immer gut auf eure Gesundheit auf und hört auf euer eigenes Gefühl, denn es ist immer besser, einmal zu viel zum Arzt zu gehen und nicht alles ist einfach nur eine spirituelle Erfahrung, durch die man halt eben durch muss. Aber der Teil, dass es wirklich eine psychische Krankheit ist, fehlt halt und man weiß es auch. Man hat es im Gespür, dass es nicht diese Krankheit ist, sondern dass es einen Sinn hat, so wie es gerade läuft und dass es einfach zu der Erfahrung dazugehört. In dieser Zeit gab es für mich auch immer wieder kleine Lichtblicke, zum Beispiel kleine Zeichen von dem Universum, wie es so schön gesagt wird, einfach irgendwelche witzigen Synchronizitäten oder eben Zeichen von Tieren, wo es sich für mich so ein bisschen angefühlt hat, als ob das eine Kommunikation war. Ich hatte zum Beispiel einmal vor meinem Fenster so eine Krähe sitzen und die war verletzt und hat mir direkt in die Augen geguckt und hat wirklich gestarrt. Und ich dachte, sie will, dass ich ihr irgendwie helfe, weil sie eben verletzt ist, aber sie war wirklich so aufdringlich, sie wollte richtig in mein Fenster fliegen, aber es hat halt gar nicht geklappt und ich war von diesem Moment sehr eingeschüchtert. Ich hatte noch nie so eine krasse Verbindung irgendwie zu einem Tier. Und man kann natürlich bei allen Dingen in der Spiritualität kann man immer sagen, das ist Humbug, das hat gar keinen Sinn, man redet sich das alles nur ein. Aber es ist halt auch das Schöne, jeder hat die Freiheit zu glauben, was man selbst glauben will. Und für mich war diese Erfahrung irgendwie super schön, super intensiv und es ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Und ich möchte daran glauben, dass es irgendeine Art von Kommunikation, von Verbindung war und das kann mir auch keiner nehmen. In den folgenden Phasen des spirituellen Erwachens habe ich dann für mich ein bisschen aufgebaut, was wirklich wichtig in meinem Leben ist und habe ein bisschen diese Identität, die ich in der Krise verloren habe, Stück für Stück einfach selbst aufgebaut. Also da habe ich mich einfach mit sehr grundlegenden Themen wie Geduld, Hoffnung, Liebe, Authentizität, habe ich mich einfach sehr viel beschäftigt und habe wirklich tief verinnerlicht, was diese Werte für mich für eine Bedeutung haben. Das mag für einige vielleicht sehr trivial klingen. Für mich hat es wirklich eine starke Bedeutung und eine große Identität aufgebaut, auf die ich mich jetzt in meinem Leben auch stütze und von der ich Stärke ziehe. Und ich habe auch weiterhin gelernt, was mir einfach selbst in Krisenzeiten weiterhilft. Also sowas wie Journaling, Meditation, Selbstliebe, Selbstfürsorge oder der Umgang mit dem inneren Kind. Also ich habe mir diese Toolbox aufgebaut und immer weiter antrainiert, auf die ich mich dann jetzt in unterschiedlichen Situationen auch stützen kann. Außerdem hat die Erfahrung mir auch das Bewusstsein gebracht, was ich mir wirklich für ein Leben erschaffen möchte. Durch diese fundamentale Errichtung meiner Werte habe ich jetzt so eine starke Basis, dass sich mein Traumleben von alleine entfaltet. Also Stück für Stück bin ich auf dem Weg für meine persönliche Erfüllung und Selbstverwirklichung.
Ich habe für mich die perfekte Ausbildung und Karriere gefunden, die mich erfüllt, und habe die Beziehung in meinem Leben, die ich mir schon immer gewünscht habe, und habe mir eben den Lifestyle aufgebaut, der für meine Seele und mental, emotional, körperlich nach meinem höchsten Selbst ausgerichtet ist. Vielleicht kennt ihr das Gefühl aus der Kindheit noch, dass man darüber nachdenkt, wie das Leben wird, wenn man endlich erwachsen ist. Und man hat so viele Vorstellungen, Träume und Wünsche. Und ich kann jetzt sagen, dass ich für mein inneres Kind und für mein jetziges Ich mein Traumleben lebe und es immer weiter ausbaue. Das ist also meine Geschichte, und ein spontanes spirituelles Erwachen kann man natürlich nicht planen. Also es kam auch einfach in mein Leben, ohne dass ich jemals damit gerechnet habe. Aber ich bin davon überzeugt, wenn man sich mit Spiritualität auseinandersetzt, dann findet man auch so seinen eigenen Weg zur persönlichen Erfüllung. Was ist also das Takeaway für euch aus diesem Video? Spirituelles Erwachen ist eine Reise und hört eigentlich nie auf. Also bei mir, das, was ich jetzt erzählt habe, war auch ein Prozess über mehrere Jahre. Und so ausgelutscht der Spruch, der Weg ist das Ziel, auch ist, wir leben ja, um das Leben mit all seinen Facetten zu erfahren. Und nicht, um irgendeine Abkürzung zu nehmen zu der großen Erleuchtung, was einige Menschen aus der spirituellen Bubble anscheinend irgendwie versuchen. Wenn wir unserer Intuition und der Stimme unserer Seele folgen, können wir unser höchstes Selbst verwirklichen und das Leben in vollen Zügen genießen. Wenn ich euch auf eurer spirituellen Reise begleiten darf, lasst mir gerne ein Abo da und ihr bekommt schon bald noch mehr Stellar Stories von mir.